Einen wunderschönen Sonntagmorgen. Wer ist froh und begeistert heute Morgen, dass er da ist? Gut, das sind 10, 15 von euch. Die restlichen von euch werden wir noch aufwecken und erwecken. Gott ist ein guter Gott. Er ist ein liebender Vater. Und das Evangelium in einem Satz, die gute Nachricht, die frohe Botschaft, in einem Satz finden wir im Johannesevangelium 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Menschen geliebt, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ist es nicht ermutigend? Wer ist heute gekommen, ein bisschen müde, vielleicht ein bisschen ausgelaugt? Hat dir die Woche ein bisschen zu schaffen gemacht? Vielleicht der Mann, vielleicht die Frau, vielleicht die Kinder, vielleicht die Enkelkinder? Ich weiß es nicht. Aber ich kann dir eines versichern. Gott ist da, Jesus ist da und sein Wort ist Kraft, lebendige Kraft. Und das Wort werden wir heute hören. Und ich bin so froh und dankbar für den heutigen Sonntag, weil ich mir eine Pause nehmen darf. Eine halbe Pause. Ich muss das wiederholen auf Deutsch, was der Hauptsprecher heute sagen wird, aber das ist einfach im Vergleich zu dem, was wir sonst hier abliefern. Aber wir werden heute einen ganz besonderen Sonntag haben. Und ich möchte, bevor ich unseren Gastsprecher heute vorstelle und bevor wir ihn auf die Bühne bitten, ganz einfach euch alle bitten, dass ihr voll dabei seid, voller Aufmerksamkeit seid. Heute werdet ihr Dinge lernen und vielleicht auch von einem anderen Blickwinkel sehen wie normal. Weil, hey, wenn du dem gleichen Typen jeden Sonntag zuhörst, ich verstehe, das wird alt. Ja? Aber wenn man es dann mal von einer anderen Seite hört, aber das Gleiche hört von einem anderen Mund, das ist oft wirklich ein Gamechanger. Und das hoffe ich für euch heute, das habe ich gebetet für euch heute, dass Jesus Christus in eurem Leben, in meinem Leben, in deinem Leben, in unser aller Leben hoch erhoben wird heute. Und dass wir von hier gehen als echte Nachfolger Jesu. Der heutige Gastsprecher ist Dr. Michael Gabbert und er ist Senior Pastor der Evergreen Church in Bixby, Oklahoma. Also die Heimat von meiner wunderbaren Frau Christi, dort wo die Christi geboren wurde. Dort hat er eine Gemeinde, die er fast exakt zum gleichen Zeitpunkt gegründet hat, wie wir die Oase Church gegründet haben. Ich glaube, wir waren 97, sie waren 98 oder 99. Also ein, 2 Jahre später haben sie begonnen. Sie haben ungefähr 1000 Menschen, die die sonntäglichen Gottesdienste besuchen. Er trainiert Jesus-Nachfolger und bildet Führungspersönlichkeiten für den christlichen Dienst aus. Er ist Professor, er ist gescheit. Er ist Professor für Geschichte des Christentums. Dem braucht keine Geschichten erzählen, ob das wirklich geschichtlich relevant ist. Der kennt seine Geschichte und er glaubt an den Jesus der Bibel. Nicht, weil ihm jemand eingeredet hat, du sollst glauben, sondern weil er Geschichte studiert hat. Und liebe Freunde, wenn du Geschichte studierst, kommst du drauf, dieser Jesus wurde geboren, hat gelebt, hat Wunder gewirkt, hat nie gesündigt, ist am Kreuz gestorben für dich und mich und ist auferstanden. Dieser Christus ist Teil der Geschichte. Und deswegen, er ist die Geschichte, nicht nur Teil der Geschichte. Und deswegen schreiben wir heute den 2. Juni. Kannst du das glauben? 2. Juni ist bereits 2019 nach Christus, nach Jesus Christus. Und das ist, an den wir glauben. Wir glauben nicht irgendeinen einen Weihnachtsmann, wir glauben an den Sohn Gottes. Und das ist der große Unterschied. Und er ist auch Doktor der Kirchengeschichte und hat sein Doktorat gemacht bei der Southwestern Baptist Theological Seminary in 1991. In dem Jahr, wo ich die Christi geheiratet habe. Es war ein gutes Jahr. Ja? Und wir freuen uns sehr, dass er heute hier ist. Und die kurzen Gespräche mit ihm haben mir schon gezeigt, wir schwimmen auf derselben Welle. Und lass uns mit einem kräftigen Applaus, wirklich kräftigen Applaus,
unseren Gastsprecher heute begrüßen, Dr. Michael Gabbert. It's yours, my friends. I want to say thank you for a wonderful introduction, Ich möchte Danke sagen für diese wunderbare Vorstellung, but I'm not sure I can because I didn't understand any of it. aber ich habe kein Wort verstanden. So I don't know if it was wonderful or not. Also weiß ich nicht, ob das wunderbar war oder nicht, aber danke auf jeden Fall. I want to thank you for allowing me to be here today and thank your pastor for allowing me to speak to you. Danke, dass ihr mich eingeladen habt und danke vor allem, dass ich hier sein darf und predigen darf. As we have spoken, we've discovered how much alike our churches are. Und in unseren Gesprächen hat sich herausgestellt, wie ähnlich unsere Gemeinden, unsere Kirchen sind. I'm very careful with the people I allow to speak to my people. Ich bin sehr, sehr vorsichtig, wen ich bei mir in der Kirche sprechen lasse. And so it's an honor for your pastor to invite me to speak to you this morning. Darum ist es eine umso größere Ehre, dass euer Pastor das heute zulässt. It's good to find people who walk so closely together in the Lord. Es ist wunderbar, Menschen zu finden, die so nahe mit dem Herrn Jesus Christus leben und gehen. And while we're separated by language and culture, I think that you would find my church very much comfortable for you. Obwohl uns die Sprache ein bisschen auseinanderhält und auch die Kultur, ganz sicher auch die Kultur, wenn ihr in meine Kirche kommen würdet, würdet ihr es sehr ähnlich finden zu dem, was ihr hier seht. I appreciate you introducing me as Dr. Gabbert. Ich bin so froh, dass er mich als Dr. Gabbert vorgestellt hat. At home, the only person that calls me Dr. Gabbert is my mother. Zu Hause bei mir in Oklahoma, die einzige Person, die mich Doktor nennt, ist meine Mutter. She's very proud. Sie ist sehr stolz auf ihren Doktorsohn. My favorite title is Pastor Michael. Mein Lieblingstitel ist eigentlich Pastor Michael. Pastor is a word from the New Testament that means shepherd. Pastor im Neuen Testament bedeutet Hirte. And God, it's a blessing when God gives you a man who keeps you in his heart and shepherds you. Es ist ein Segen, wenn man einen Menschen hat, der für einen betet, der aufpasst auf dich quasi. And I know you have just that kind of man as your pastor. Yeah? Carmichael mentioned that I have a PhD, a doctorate. Also der Karl Michael hat also erwähnt, ich habe einen Doktortitel. I don't talk about that much because it's not as impressive to me as people think it should be. Ich rede nicht gern darüber, weil Menschen, ja, die glauben, das bedeutet was, aber es bedeutet nichts. But it is an achievement that required a great deal of work. Aber die Tatsache ist, es ist eine Errungenschaft, für die ich sehr, sehr hart arbeiten musste. We understand that in professional fields there is a great deal of preparation required before you reach the top. Wir verstehen das, in der Welt, in der professionellen Welt muss man viel investieren, bevor man einen gewissen etwas erreicht. We expect doctors to have years of education before they can practice medicine. Wir erwarten von medizinischen Doktoren zum Beispiel, dass sie jahrelang sich vorbereiten und hart arbeiten, bis sie dann Medizin praktizieren. We know lawyers have exams and law school and bar exams before they can ever practice law. Wir wissen, dass Juristen und Anwälte durch alle möglichen Stationen durchgehen müssen, bevor sie jemals ihre Rechtswissenschaft praktizieren dürfen. Many professions require an apprenticeship and then certification and then license. Viele Berufe muss man eine Lehre durchmachen und muss ein Praktikum machen, bevor man überhaupt was tun darf in dieser Profession. We expect most professions to require a great deal of preparation. Wir erwarten, dass viele Berufe eine sehr grundlegende und genaue Vorbereitung hat. And yet when we talk about Christian discipleship,
we often think it should be a simple one-step process. Und wenn wir darüber sprechen, Jesus nachzufolgen oder ein Jesus-Nachfolger zu sein, glauben wir, das ist einfach so. People think that we meet Jesus for the first time and holiness just falls out of heaven and covers us. Wir haben vielleicht die falsche Auffassung, dass man Jesus begegnet und unser ganzes Leben wird plötzlich wundervoll. We have no idea that there is a sacrifice of time and energy and resources to grow in Christ. Die Wahrheit ist, dass man genauso Zeit und Ressourcen investieren muss, wenn man ein siegreicher Nachfolger Jesu werden möchte. This morning I want to walk you through the New Testament process for discipleship. Heute früh möchte ich euch durch den neutestamentlichen Prozess führen, wie man ein richtiger Jesus-Nachfolger ist. The stages that Jesus took his first disciples through give us a model for how to move forward in growing in our Christ-likeness. Die Phasen, die Jesus uns zeigt in seinem Wort, in den Evangelien, zeigen uns, wie wir richtige Jünger oder Jesus-Nachfolger werden. We need to develop an expectation that the Christian life requires effort and energy. Weißt du, wir müssen auch verstehen, dass wenn wir wirkliche Nachfolger Jesus sein möchten, dann müssen wir was mitbringen. Da müssen wir wirklich auch daran arbeiten, ihm konsequent nachzufolgen. We have a saying in the US, people sometimes say, let go and let God. Wir haben diesen Ausspruch, den wir in Amerika auch pflegen, lass los und lass Gott. But the New Testament tells us that we have an energy and a work to become what God means for us to be. Aber das Neue Testament lehrt uns auch, dass wir daran arbeiten müssen, um all das zu werden, wozu Gott uns berufen hat. The first stage of discipleship in the New Testament is an invitation to come and see. Du kannst auf deiner Outline mitschreiben, all das ist es auf deiner Outline, aber der erste Schritt, die erste Phase ist, komm und sieh. Komm und sieh. Sagen wir das gemeinsam. Komm und sieh. The passage is John chapter 1 verses 35 through 39. Und die Stelle ist Johannes Evangelium 1, Verse 35 bis 39. Und ich lese das gleich auf Deutsch, damit wir Zeit sparen. Und da steht Folgendes. Am nächsten Tag war Johannes mit 2 von seinen Jüngern wieder dort. Lesen wir jetzt gemeinsam Vers 36. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht das Opferlamm Gottes. Die 2 Jünger hörten das und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er, was sucht ihr? Rabbi, wo wohnst du? Entgegneten sie. Rabbi heißt übrigens Lehrer. Kommt mit, erwiderte er, dann werdet ihr es sehen. So kamen sie mit. Es war am späten Nachmittag. Sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben den Tag über bei ihm. The preacher named John the Baptist had been telling people that the anointed one would come soon. Der Prediger Johannes der Täufer hat ständig gepredigt, der Messias wird bald kommen. And on this day he saw Jesus, and in front of his followers he said, look, there's the Lamb of God. Und an diesem Tag sah er Jesus und Johannes zeigte auf Jesus und sagte, das ist der Messias Gottes. Because of John's teaching, his followers were instantly ready to attach themselves to Jesus. Aufgrund dessen, was Johannes der Täufer seinen Nachfolgern erzählt hat, waren sie sofort bereit, Jesus zu folgen, als sie Jesus gesehen haben. They were disciples of John, but they were soon to become disciples of Jesus. Sie waren in dem Moment Jünger des Johannes, aber jetzt waren sie auf dem Sprung, Jünger Jesu zu werden. We misunderstand the word disciple because for us, the idea is often that of student. Wir missverstehen das Wort Jünger, weil wir glauben, das ist so wie ein Schüler oder ein Student oder irgend so etwas. The word does have the element of learning, but it also has the idea of attaching yourself to a teacher. Ja, das stimmt, ein Jünger ist jemand, der lernt, aber es bedeutet auch, jemanden nachzufolgen, ein Anhänger zu sein.
A disciple is not someone who just learns about Jesus, but someone who walks with him so that he becomes like him. Sieh, ein Jünger Jesu ist nicht jemand, der nur von Jesus lernt, sondern der ihm nachfolgt, um auch so ähnlich zu werden wie er. These two disciples of John begin to follow Jesus down the road. Diese beiden Jünger vom Johannes begannen Jesus nachzufolgen auf dem Weg. They followed, use your sanctified imagination. Stellt euch das bildlich bitte vor. Stellt euch das bildlich vor. Picture the scene. Stellt euch diese ganze Szene bildlich vor. Jesus is walking down the road and they begin to follow from a distance because they're curious. Jesus geht auf dem Weg und sie sind ein bisschen auf Abstand, aber sie sind neugierig. When Jesus realizes that they're following, he turns to them. Und als Jesus merkt, die folgen mir nach, dreht er sich zu ihnen He says, "What do you want?" und er fragt sie, was wollt ihr? And I think it surprised them. Und ich glaube, es hat sie überrascht. They wanted to meet him, but they didn't know what to say. Sie wollten ihn kennenlernen, aber sie wussten nicht, was sie sagen sollten. So quickly they said, "Teacher, where are you staying?" Und dann sagten sie einfach, hey, Rabbi, Lehrer, wo wohnst du eigentlich? They didn't really want to know where he was staying. Das wollten sie nicht wirklich wissen, wo er wohnt, war nicht interessant für sie. What they wanted was to sit down and have a long conversation with him. Was sie wahrlich wollten, ist, sie wollten eigentlich mit ihm sich niedersetzen, einen Kaffee trinken und sich austauschen und ihm Fragen stellen. They didn't know how to invite themselves in, and so they just say, where are you staying? Aber sie wussten nicht, wie sie jetzt das Eis brechen sollten und darum fragten sie, wo wohnst du eigentlich? Jesus understood what they really wanted more than just the question that they asked him. Jesus hat sofort verstanden, was sie wirklich wollten und brauchten und ist nicht auf ihre Frage an und für sich eingegangen. Nervously, they said, "Teacher, where are you staying?" Sie waren nervös und haben einfach irgendwie was gesagt, hey, wo wohnst du eigentlich? And his answer is, "Come and you will see." Und seine Antwort ist genial. Komm oder kommt und seht. Kommt und ihr werdet sehen. He was not inviting to show them his lodgings. Der hat sie nicht eingeladen, hey, schaut euch meine Wohnung an. He was offering exactly what they wanted, a long conversation where their questions could be answered. Er hat ganz einfach das angeboten, um ihr Verlangen zu stillen. Eine Konversation, wo sie Fragen stellen konnten. Come and see is not an explanation of his housing arrangements. Komm und sieh hat nicht bedeutet, kommt vorbei und schaut euch an, wo ich abhänge. He was offering a discussion, a long look at who he was. Er hat ihnen angeboten, eine Konversation und einen langen, tiefen Blick hinein, wer er wirklich ist. Sometimes critics of Christianity say that our faith is a blind leap into the dark. Oft sagen Kritiker des Christentums, dass unser Glaube ein blinder Glaube sei. They say Christianity is a package of goods that you don't get to open until after you purchase it. Die sagen, ja, das, was das Christentum zu bieten hat, ist wie eine verborgene Schachtel, die du erst öffnen darfst, wann du es glaubst. But that's not true. Aber das stimmt nicht. Jesus has always invited us to come close and examine him, to study him, to find out if he is who he says he is. Jesus hat uns immer eingeladen, ihn auszuchecken, zu prüfen, ob das wirklich stimmt, was er behauptet. The church is supposed to be a place where people find it easy to come and see, to have their questions answered about Jesus. Die Gemeinde, die Kirche, sollte ein Ort sein, wo Menschen es leicht haben, nachzuschauen, ob es wirklich so ist, wer Jesus wirklich ist. The Bible doesn't tell us the content of that long conversation that afternoon. Die Bibel sagt uns nicht, was diese Konversation oder diese Unterhaltung an diesem Nachmittag alles beinhaltet hat.
But we do know that at the end of that conversation, these two men went away believing that everything John had told them about the Messiah was true. Aber wir wissen eines, nachdem Jesus mit diesen zwei Jüngern fertig gesprochen hatte, waren sie der Überzeugung, dass alles, was Johannes ihnen über Jesus erzählt hat, die absolute Wahrheit ist. Two men spent several hours with Jesus. Zwei Männer haben Stunden mit Jesus verbracht. They were never the same after that. Danach waren sie nie wieder dieselben. Andrew went and found his brother Peter and brought him to Jesus. Andreas hat seinen Bruder Petrus gebracht und ihn zu Jesus geführt. Following Andrew, John went and found his brother James and introduced him to Jesus. Und dann hat Johannes seinen Bruder Jakobus gefunden und ihn zu Jesus gebracht. Come and see is the starting place for following Jesus. Komm und sieh ist der Anfang der Nachfolge Jesu. When you examine him, Wenn du ihn untersuchst, you will find that he is truly who he claims to be. wirst du ganz sicher herausfinden, wenn du wirklich untersuchst, ehrlich untersuchst, wirst du herausfinden, dass er der ist, der behauptet hat zu sein. Becoming convinced about Jesus, though, is only the beginning of discipleship. Aber von Jesus überzeugt zu sein, ist erst der Anfang der Nachfolge Jesu. There's a second stage. It's the stage of follow me. Es gibt eine zweite Phase und die kommt jetzt, Phase Nummer 2, zweite Phase, folge mir nach. Sagen wir das gemeinsam? Folge mir nach. We find this passage, Mark chapter 1, verses 16 through 20, and it tells us about this stage. Und diese Phase finden wir im Markus-Evangelium, Kapitel 1. Und ich lese es auf Deutsch gleich, damit wir auch hier Zeit sparen. Als Jesus am See von Galiläa entlang ging, sah er Fischer, die ihre runden Wurfnetze auswarfen. Es waren Simon und sein Bruder Andreas. Jesus sagte zu ihnen, kommt, folgt mir. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Sofort ließen sie die Netze legen und folgten ihm. Vers 19. Als er ein Stück weitergegangen war, sah er Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, in einem Boot die Netze in Ordnung bringen. Auch sie forderte er gleich auf, mit ihm zu kommen. Da ließen sie ihren Vater Zebedäus mit den Lohnarbeitern im Boot zurück und folgten ihm. On his way to Capernaum, he was passing the seashore where the fishing boats were docked. Auf dem Weg nach Kapernaum ist er vorbeigegangen, wo die Fischerboote waren. He saw 4 men there who already knew him. Er traf dort 4 Männer, die bereits von ihm wussten. 2 pairs of brothers. 2 Brüderpaare. They had already been at stage 1. Die waren bereits in der ersten Phase. They had come to see and they were convinced that he was the Messiah. Sie sind bereits gekommen und haben bereits gesehen und waren überzeugt, But now dass he, er der Sohn Gottes ist. but now he calls them to a new level of discipleship. Aber jetzt ruft er sie auf ein neues Level der Nachfolge. You follow me. Und er sagte zu ihnen, folgt mir nach. The word discipleship in the New Testament has several meanings. Das Wort Nachfolge im Neuen Testament hat verschiedene Bedeutungen. There are subtle shades of meaning. Die haben ein paar Nuancen von Bedeutung. To be a disciple means to respond to a summons. Ein Jünger oder ein Nachfolger zu sein, bedeutet auf den Appell zu reagieren, nachzufolgen. It means to be attached to a person. Nachfolge bedeutet auch an jemanden gebunden zu sein, jemanden nachzufolgen. It means to accept an authority. Es bedeutet auch eine Autorität anzuerkennen und zu akzeptieren. It means to imitate an example. Es bedeutet auch ein Beispiel zu imitieren, jemanden zu imitieren. I have a grown son now, but when he was a teenager, he was a national champion in karate. Ich habe einen erwachsenen Sohn, der war als Teenager amerikanischer Karatemeister.
He practiced martial arts for many years, and I went to tournament after tournament. Er hat jahrelang diese Kampfkunst ausgeübt und wir sind von einem Turnier zum nächsten gereist. One of the things that he learned as he studied karate Eines, was er gelernt hat in seiner Ausbildung für Karate, there is a Japanese term that his master taught him. es gibt einen japanischen Begriff, den sein Meister ihn gelehrt hat. The word means sharing shadows. Und das Wort bedeutet, den Schatten mit jemandem zu teilen. The way that you learn karate is that you follow a master so closely that his movements become your movements. Also man lernt Karate so, dass man seinem Karatemeister so nahe nachfolgt, dass man die Bewegungen, die er macht oder sie macht, imitiert. You walk in his steps so precisely that it's as if you only have one shadow. Du gehst also seinem Schatten so nahe nach, dass es nur wie ein Schatten ausschaut. This is the best definition I've ever discovered for following Jesus. Und das ist meines Erachtens die beste Definition dafür, Jesus nachzufolgen, die ich je gesehen habe oder gehört habe. When Jesus said, "Follow me," he meant follow me so closely that my actions become your actions. Also Jesus meinte, folgt mir so eng, so nahe, dass eure Handlungen meinen Handlungen immer näher werden. Understand the important part of follow me. Du musst verstehen, es ist so wichtig zu verstehen, was es bedeutet, folge mir nach. Jesus was telling these four young men, you leave your priorities and you come follow me into my priorities. Nachfolge bedeutet also, lass deine Prioritäten liegen und nimm meine Prioritäten an. Too many Christians in our generation have the idea that Jesus should come follow us. Zu viele Christen in der heutigen Gesellschaft haben die falsche Einstellung, dass Jesus, der schließt dich mir an. Ich mach was, schließ dich mir an. Pastors tell us all the time that Jesus is coming along to make your choices work better. Also es gibt Pastoren, wo ich herkomme, die reden den Leuten ein, dass Jesus quasi das tun muss, was du möchtest. Preachers say he will make your life better. He'll honor your choices. Oder Prediger sagen, ja, mach dein Leben sofort besser. Oder dein Wille geschehe. Aber es ist umgekehrt. Sein Wille geschehe. But Jesus doesn't ask if he can come alongside us. Aber wir müssen verstehen, Jesus fragt nicht uns, ob er uns nachfolgen darf. He says, you follow me. Er sagt, du folge mir. Both pairs of brothers found this decision to cost them a great deal. Beide Brüderpaare haben viel dafür aufgegeben. Es hat sie viel gekostet. It meant abandoning everything that they had already built. Es hat bedeutet, dass sie alles zurücklassen, was sie gebaut haben, was sie aufgebaut hatten. They laid down everything that was dear to them. Sie haben alles zurückgelassen, was ihnen verbunden war. They walked away from the security of their own business. Sie haben die Sicherheit ihres eigenen Unternehmens zurückgelassen, because they understood that to follow Jesus was to be attached to him. weil sie verstanden haben, Jesus nachzufolgen bedeutet ein neues Leben und neue Prioritäten. Giving up our priorities is always the minimum requirement of a disciple. Unsere Prioritäten aufzugeben, ist das Mindeste, was wir tun sollen, um Jesus von ganzem Herzen nachzufolgen. To be a disciple, to follow Jesus, Jesus nachzufolgen, is to put ourselves in a place where we share his shadow wherever he goes. bedeutet, dass wir uns so positionieren, dass wir seinem Schatten folgen, wo immer er geht. The first stage of discipleship is come and see. It's a decision. Was ist die erste Phase, die erste Entscheidung? Sagen wir es gemeinsam. Komm und sieh.
Was ist die zweite Phase? The second is follow me. Die zweite Phase ist auch eine Entscheidung. Folge mir nach. The first is a decision. The second is a determination. Das erste ist eine Entscheidung. Jetzt pass auf. Das zweite ist eine Entschlossenheit. But that's not enough. Aber auch da bleiben wir nicht stehen. There's more. A third stage. Es gibt eine dritte Phase. Be with him. Bei ihm sein oder mit ihm sein. Bei ihm sein. Sagen wir es gemeinsam. Bei ihm sein. Mark chapter 3 verses 13 through 15. Markus Evangelium 3 und ich lese ab Vers 13 wieder auf Deutsch. Dann stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er, sagen wir es gemeinsam, bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er wählte 12 von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte, damit sie predigten und in seiner Power Dämonen austrieben. The fact that 12 men by this time had decided to follow Jesus did not by itself qualify them to take his message to a lost world. Jetzt waren es 12 Männer, die sich entschlossen haben, Jesus nachzufolgen, aber das heißt noch lange nicht, dass sie bereit waren, die Message in die Welt zu tragen. Jesus went to a lonely place and prayed about who his inner circle of followers would be. Jesus hat sich zurückgezogen und hat gebetet, eine ganze Nacht lang, um die Entscheidung zu treffen, wer sein engster Kreis sein sollte. He summoned them. Er hat sie zu sich gebeten. They came to him out of obedience. Sie kamen zu ihm aus Gehorsam. But now he begins to train them as disciples. Aber jetzt beginnt er sie zu trainieren als Nachfolger Jesu. Being with him was the first necessary step before they're qualified to share about him. Mit ihm zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen, hat sie dafür qualifiziert, die Message Jesu in die Welt zu tragen. He said, I'm going to send you out to preach and I'm going to give you authority over the demons. Er sagte, ich sende euch aus zu predigen, zu verkündigen und auch böse Geister zu vertreiben. But first, Aber zuerst you have to be with me. Zuerst müsst ihr Zeit mit mir verbringen. Until they had been with Jesus, they had no message to preach. Wenn du nicht mit Jesus Zeit verbringst, hast du keine Message zu predigen. Until they had been with Jesus, they had no authority to use in the spiritual world. Wenn du nicht mit Jesus bist, oder bevor diese Burschen nicht mit Jesus waren, hatten sie keine Power, keine Vollmacht, böse Geister zu vertreiben. Years ago, there was a woman in my church that came to me very disturbed. Vor einigen Jahren kam eine Frau auf mich zu in meiner Gemeinde, die war ein bisschen frustriert oder verwirrt. She said, Pastor, you always tell us to read our Bible every day and pray. Und sie sagte, Pastor, du sagst uns immer, dass wir unsere Bibel lesen sollten und regelmäßig beten sollten. She said, I want to go out and do things for Jesus. Und sie sagte, aber ich will rausgehen und was für Jesus bewegen. I said, Jesus wants you to go out and do things also. Und ich sagte, Jesus will natürlich, dass du hinausgehst und was bewegst für ihn. But if you pass by the first step of being with Jesus, aber wenn du diesen Schritt überspringst, nämlich mit ihm zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen, you have no hope to take to the people that you go do things for. Wie willst du dann die Hoffnung zu den Menschen bringen und sie erreichen? Here Jesus was requiring a closer association with him. Jesus hat also hier verlangt, dass sie näher zu ihm kommen. From this moment forward, he began to devote himself to more and more intensive training with just a few people. Also Jesus hat sich jetzt darauf konzentriert, mit weniger Menschen mehr Zeit zu verbringen und sich zu investieren. We know the Bible tells us Jesus often preached to large crowds of people. Ja, wir wissen, dass die Bibel uns auch sagt, dass Jesus zu größeren Menschenmengen predigte, große Menschenmengen. But the most of his ministry was spent in quiet places with his closest disciples, training them to follow him. Aber
den Großteil seiner Zeit hat Jesus mit wenigen Menschen verbracht, die er wirklich trainiert hat und ausgebildet hat und sich voll investiert hat. He didn't give them training in political planning. Er hat ihnen keine Ausbildung in Politwissenschaften gegeben. He didn't take them to a church growth strategy seminar. Er hat sie auch nicht zu einem Gemeindewachstumsseminar gebracht. He said, "Be with me. Er sagte, sei mit mir. See what I see. Verbringt Zeit mit mir und ihr könnt sehen, was ich sehe. Hear what I hear. Und hören, was ich höre. Feel what I Und feel." fühlen und spüren, was ich fühle und spüre. He wanted them to understand his mind. Er wollte, dass sie seine Gedanken verstehen. He wanted them to catch his spirit. Er wollte, dass sie seinen Spirit catchen. He wanted them to be infected by his passion to seek and save those who are lost. Er wollte, dass sie von seiner Leidenschaft entfacht würden, die Verlorenen zu finden und zu ihm zu bringen. It's interesting, in Acts chapter 4, Es ist interessant, im 4. Kapitel der Apostelgeschichte, Jesus is ascended, he's gone now. Jesus ist bereits in den Himmel aufgefahren, er ist nicht mehr auf der Erde. The church is brand new. The disciples are pastoring the congregation of believers. Die Gemeinde ist noch klein und ganz neu und sie versuchen die Jünger, die 12 Apostel versuchen gute Hirten zu sein für die Menschen. Peter and John are arrested and taken before the authorities. Johannes und Jakobus werden gefangen genommen und vor den Hohen Rat gestellt. The authorities threaten them and tell them, "You've got to quit teaching in the name of this man Jesus." Und der Hohe Rat sagte zu ihnen, ihr müsst aufhören zu predigen und aufhören von der Auferstehung des Messias zu sprechen. Refusing to be intimidated, they said, I'm sorry, we can't do that. Ohne sich einschüchtern zu lassen, sagten sie ganz einfach, sorry, können wir nicht, geht nicht. And in Acts chapter 4, verse 13, there's a very interesting statement. Und im Kapitel 4, Vers 13 der Apostelgeschichte finden wir eine sehr interessante Aussage. The authorities looked at Peter and John. Die Autoritäten, der Hohe Rat blickte auf Petrus und Johannes. And they said, "These are uneducated men." Und sie sagten, das sind Ungebildete, das sind ignorante Leute. But we can tell they've been with Jesus. Aber wir können sehen, dass sie mit Jesus waren. There was something about the way they refused to be intimidated. Irgendetwas an ihnen, dass sie sich weigerten, sich einschüchtern zu lassen, It reminded the Pharisees of that troublemaker named Jesus. hat die Pharisäer daran erinnert, dass es einen Troublemaker, einen Problememacher gab namens Jesus. They had been with him so much that now, in the crisis moment, they even talked and acted like him. Sie waren so oft und so lange mit Jesus, dass sie sogar in der Krise, im Moment der schwersten Krise, begonnen haben zu reden und zu handeln wie Jesus. Have you examined Jesus in detail? Meine Frage an dich, hast du ganz persönlich Jesus wirklich untersucht? Have you made a decision for him? That's the stage one of discipleship. Hast du die Entscheidung getroffen, du bist gekommen und hast gesehen und du wurdest überzeugt? Have you determined to follow him in obedience? That's stage 2 of Phase discipleship. 2, hast du dich entschlossen, ihm nachzufolgen im Gehorsam? Are you committed to the daily discipline of being with him? That's the third stage of Und discipleship. die dritte Phase, hast du dich verbindlich erklärt, mit ihm zu sein, bei ihm zu sein, Zeit mit ihm zu verbringen, regelmäßig. I believe in Jesus. I follow Jesus. I want to be like Jesus. Also, ich glaube an Jesus, ich folge Jesus und ich werde immer mehr wie Jesus. Das sind die ersten 3 Phasen. Now there's a fourth stage. Und es gibt eine 4. Phase. Remain in me. Bleib in mir. John Bleib. chapter 15, verses 4 and 5. Johannes 15, Verse 4 und 5. Ich lese, bleibt in mir. Lesen wir es gemeinsam, das ist so ein guter Text. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Eine Rebe
kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen. Sie muss am Weinstock bleiben. Auch ihr könnt keine Frucht bringen, wenn ihr nicht mit mir verbunden bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt reichlich Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr gar nichts bewirken. These verses happened the night before the cross. Diese Verse, diese Worte wurden gesprochen am Vorabend der Kreuzigung. This is Jesus' last evening with his followers. Das war der letzte Abend, den Jesus mit seinen Nachfolgern hatte. They started in the upper room where they shared the Passover meal. Es hat im Obergemach begonnen, wo sie das Passafest gemeinsam noch gefeiert hatten. Now they're on their way to the Garden of Gethsemane to pray. Und jetzt sind sie auf dem Weg zum Garten von Gethsemane, wo sie gebetet haben, wo Jesus gebetet hat. Use your imagination. Bitte stell dir das Ganze nochmal bildlich vor. On their way to the garden, they would have passed the temple. Auf dem Weg zum Garten sind sie am Tempel vorbeigegangen. Standing before the temple in the light of a Passover moon, they would have looked at that impressive building. Und auf dem Weg am Tempel vorbei, unter dem hellen Mondschein, hätten sie dieses beeindruckende Tempelgebäude gesehen. Over the entrance was carved a golden grapevine. Und über diesem Tempel war geschnitzt oder hineingemeißelt ein goldener Weinstock mit Reben. Jesus stopped them and said, "Think about the grapevine." Und Jesus hielt inne, blickte hinauf und sagte, denkt an den Weinstock und an die Reben. The fruit can only come when it is attached to the vine. Die Frucht kann nur kommen, wenn sie mit dem Weinstock eins ist, verbunden ist. To be separated, cut off from the vine, is to have no source of life. Getrennt zu sein vom Weinstock ist ohne Leben, ohne Kraft zu leben. The only way we have the power to live the life we've been invited to live is if we are in Christ Jesus. Der einzige Weg, wie wir dieses kraftvolle Leben, zu dem Jesus Christus uns eingeladen hat zu leben, ist, wenn wir an ihm und in ihm bleiben. The Apostle Paul, all through the New Testament, his favorite description for Christians, he didn't call them Christians, he said they were people in Christ Jesus. Der Apostel Paulus in seinen Briefen an die Gemeinden hat nie von Christen geredet. Er hat immer von Menschen gesprochen, die in Christus waren. The believer cannot have spiritual fruit unless we learn how to stay connected to Jesus. Als Christen werden wir nie die Frucht bringen, die wir bringen sollten, wenn wir nicht lernen, in Jesus zu bleiben. This is not just the daily discipline of reading the Word of God. Und da geht es nicht nur um die tägliche Disziplin, die Bibel zu lesen. This is the willingness to daily be dependent on the Spirit of Jesus in us. Das ist die Willigkeit, jeden Tag sich abhängig zu machen von Jesus. He calls us to live a life that we cannot live in our own strength. Er ruft uns, ein Leben zu leben, das wir in eigener Kraft nicht leben können. It's a life that can only be lived when the Spirit of Jesus flows through us. Es ist ein Leben, das nur gelebt werden kann, wenn Gottes Geist, der Geist Jesu durch uns fließt und strömt und wirkt. Once we've decided for Jesus and determined to obey him and spend daily time with him, now we decide to draw our strength from him. Wenn wir im Glauben, ihm folgen, mit ihm Zeit verbringen, dann kommen wir zu dem Punkt, wo wir unsere Kraft, sag einmal Kraft von ihm ziehen können. If we are isolated from him, we cannot live this life because it is only by his power in us that we can do it. Isoliert von ihm können wir keine kraftvollen Leben leben. Wir brauchen seine Kraft in unserem Leben für ein Leben der Kraft. Without his power, there is no Christian maturity. Ohne seiner Power reifen wir auch nicht als Jesus-Nachfolger. There's no effective witness. Und dann sind wir auch keine effektiven Zeugen für ihn, die ihn in der Welt präsentieren. There's no ongoing peace. Und kein wirklicher innerer Friede.
There's no supernatural love. keine übernatürliche Liebe, There's no spiritual power. keine geistliche Kraft. Even Paul tells us, I can do all things, but I can only do those things through Christ Jesus who strengthens me. Paulus sagt, ich vermag alles, aber er sagt auch, nur durch den, der mir die Kraft gibt, nämlich Christus Jesus. Some years ago, I heard a story about a young mother with a 3-year-old daughter. Ich habe eine Geschichte gehört von einer jungen Mutter mit einem 3-jährigen Mädchen. Each evening, she would read to her from her books, and then she would pray with her and tuck her into her bed. Und jeden Abend würde sie ihr Bücher vorlesen, für sie beten und sie zudecken. On one particular evening, they went through their normal routine. An einem Abend, wo sie diese Routine durchgemacht haben, They read the book, they said the prayers. haben sie das Buch gelesen, haben die Gebete gesagt. The little one crawled into bed and Mama kissed her on the forehead. Das kleine Mädchen ist ins Bett gekrochen, Mama hat sie auf die Stirn geküsst. Then the mother went downstairs and went on with other work that she needed to do in the evening. Die Mutter ist hinuntergegangen und hat andere Arbeiten noch verrichtet. After a little time passed, she heard a thud. Und nach einer gewissen Zeit hat sie dieses Geräusch gehört. A moment of silence was followed by a scream and a wail. Zuerst eine Stille und dann ein Aufschrei, ein gewaltiger Aufschrei. She rushed up the stairs to see what had happened. Die Mutter ist hinaufgerannt ins Kinderzimmer, um zu sehen, was passiert ist. And she found the little one confused, rubbing her eyes and crying her eyes out. Und das 3-jährige Mädchen war verwirrt, hat geweint und hat sich die Augen gerieben. She instantly knew what had happened. Sie hat sofort gewusst, was passiert ist. The baby had fallen out of the bed. Das Mädchen ist aus dem Bett gefallen. She scooped her up and began to comfort her. Sie hat sie aufgehoben, hat sie ein bisschen geschaukelt. It's okay, it's okay. Es ist alles okay. She finally got her to calm down, Das Mädchen hat sich beruhigt, wiped all the tears from her cheeks, hat die Tränen aus den Augen gewischt, put her back into bed and tucked her in tight. hat sie wieder ins Bett gelegt und hat sie ganz eng zugedeckt. And she said, "Sweetheart, what happened?" Und sie sagte, Süße, was ist passiert, Mädchen? Was ist los? And the little one said something very profound. Und das kleine Mädchen hat etwas ganz Tiefgründiges von sich gegeben. She said, "I don't know, Mommy. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, Mama. I think I fell asleep too close to where I got into bed." Ich glaube, ich bin zu nahe an der Bettkante eingeschlafen. There are many Christians Es gibt viele Christen, who don't understand the life of following Jesus. die nicht verstehen, dass man das Leben eines Nachfolgers Jesu nicht wirklich verstehen. They have fallen asleep too close to where they've gotten into bed. Die sind eingeschlafen zu nahe dort, wo sie eingestiegen sind. Come and see Jesus. Komm und sieh Jesus. But don't stop there. Aber hör dort nicht auf. Follow Jesus. Folge Jesus nach. But don't stop there. Aber hör dort nicht auf. Decide to be with him every day. Entscheide dich, täglich mit ihm zu sein. But don't stop there. Aber hör dort nicht auf. Go all the way until you learn to remain in Jesus. Geh den ganzen Weg, bis du gelernt hast, in ihm zu bleiben. And draw life from him to give you what you need to be Jesus in this Um generation. die Kraft zu empfangen, die Kraft zu haben, um ein Repräsentant Jesu zu sein in dieser Zeit, für diese Generation, die es ganz dringend braucht. Don't fall asleep Bitte schlaf nicht vorher ein too close to where you started. und schlaf nicht dort ein, wo du eingestiegen bist. Danke, Jesus. Lass uns bitte aufstehen. Stehen wir bitte gemeinsam auf. Eine kraftvolle Botschaft. Ich habe bei der ersten Begegnung schon gewusst, dieser Mann spricht unsere Sprache. Und wir sind sehr, sehr dankbar. Michael, thank you very much for being here with us today. It was a great sermon. Great sermon.
Und ich glaube, du hast gesehen, es ist das, was wir predigen hier, oder? Aber manchmal ist es ganz gut, wenn man es ein bisschen anders hört. Ist das auch richtig? Es ist so wichtig, dass wir verstehen, unser Glaube ist nicht der Oase-Glaube. Hört mir jetzt ganz gut zu. Das, was wir glauben, glauben momentan mehr als 2 Milliarden Menschen auf der Welt. Das ist das Größte. Wir sind größer wie China. Das Christentum ist größer wie China und Indien zusammen. Es gibt nichts Größeres auf der Welt wie den Leib Christi. Habt ihr das gewusst? Wir sind die Größten, weil er der Größte ist. Wir sind um nichts besser. Wir sind vergebene Menschen. Aber weißt, oft denken wir, die kleine Gruppierung, Oase ist eine kleine kuschelige Gemeinde und in der großen Welt unbedeutend. Nein, ich hoffe, du hast heute verstanden. Wir sind gläubige, bibelgläubige Christen. Und das, was wir glauben, ist die weltweit größte Geschichte aller Zeiten. Hast du das verstanden? Meine Mama, die heute wahrscheinlich schon in der katholischen Kirche war, schaut jetzt zu. Und die sagt immer, das ist so ähnlich wie unser Pfarrer. Sage ich, ja Mama, passt schon. Wir sind am gleichen Weg. Der hat einen guten Pfarrer übrigens. Und deswegen ist das so. Gute Pfarrer predigen dieses Evangelium. Stimmt das? Und Pfarrer, die es nicht verstehen, predigen was anderes. Aber das liegt nicht an Jesus, sondern am Menschen. Aber die Botschaft ist weltweit. Amen. Und ich rufe uns auf, dass wir diese einfachen Dinge, die wir heute gehört haben, warum einfach? Weil einfach ist kraftvoll. Es ist ein Irrglaube zu glauben, dass kraftvolle Dinge schwierig sind. Im Gegenteil. Je einfacher, umso stärker ist es. Stimmt das? Können wir es wiederholen? Was tun wir? Die 4 Phasen. Erstens, komm und sieh. Zweitens, folge mir nach. Drittens, bleibt in mir. Na, das war 4. Ich wollte euch nur testen. Drittens, bei ihm sein und 4. bleibt in ihm. Und ich weiß ganz genau, manche sind hier und manche sehen uns heute zu, die noch nicht einmal die erste Phase durchquert haben. Und ich möchte dich einladen, zu kommen. Gekommen bist du schon, deswegen bist du da und deswegen siehst du zu, komm und sieh. Heute hast du gesehen. Vielleicht noch nicht genug, um überzeugt zu sein, aber schau weiter. Aber vielleicht bist du auch heute bereit zu sagen, hey, ich habe geschaut, ich glaube, dass dieser Jesus der Sohn Gottes ist. Ich glaube, dass er am Kreuz gestorben ist für meine Sünden und ich möchte heute wissen, dass er mein persönlicher Herr und Erlöser ist. Und dann kommst du in die 2. Phase, folge mir nach. Wenn du heute die erste Phase überschreiten möchtest, Jesus annehmen möchtest als Herrn und Erlöser, dann helfen wir dir jetzt zu beten. Beten wir gemeinsam mit den Menschen, die das heute zum ersten Mal tun wollen. Guter Gott, ich komme zu dir, wie ich bin. Ich bin ein Sünder. Ich brauche einen Retter. Jesus, ich entscheide mich. Ich bin gekommen, ich habe gesehen und ich treffe jetzt die Entscheidung, dir zu glauben. Das heißt nicht, dass ich alles verstehe, aber ich glaube dir. Du bist der Sohn Gottes, geboren von der Jungfrau Maria. Du hast ein sündenfreies Leben gelebt. Du bist gekreuzigt worden für meine Schuld, für die Schuld der ganzen Welt. Du wurdest ins Grab gelegt. Du bist am 3. Tage auferstanden. Du lebst. Und ich bitte dich jetzt, lebe in mir, in meinem Herzen. Mach mich neu. In Jesu Namen. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast oder ähnliche Worte, die den gleichen Inhalt wiedergeben, bist du ein Kind Gottes geworden. Du musst eines verstehen. Wir sind alle Teil der Menschheit. Geliebt von Gott. Gott hat die Menschen so geliebt. Aber wir sind nicht alle Kinder Gottes. Kinder Gottes
werden wir, indem wir unseren himmlischen Vater als Gott und Vater annehmen. Und dann wird Jesus unser Bruder und wir haben eine neue Familie. Gott liebt alle Menschen gleich. Aber der Schritt von Mensch zu Kind Gottes geht nur über Jesus. Und das ist das Evangelium. Wenn du hier bist und sagst, naja, ich bin schon lange zu Jesus gekommen und habe schon lange gesehen, aber ich bin eingeschlafen zu nahe an der Bettkante. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass du das heute gehört hast. Und ich bin froh, dass ich es nicht sagen musste. Aber ich sehe viele schlafende Christen. Nicht so sehr hier in der Oase, wir sind alle hellwach. Aber ich bitte dich, wach auf. Im Epheser 5, Vers 14 hat Paulus gesagt, wachet auf, ihr Schläfer. Und er hat zu Christen geschrieben. Und natürlich, diese schlafenden Christen machen am Arbeitsplatz keinen Unterschied. Sie sind U-Boot-Christen. Und tauchen am Sonntag wieder auf. Und dann gehen sie wieder unter. Und wir wollen aber in der Welt einen Unterschied machen, stimmt das? Und das geht nur, wenn wir nachfolgen und die anderen Schritte tun, indem wir mit ihm Zeit verbringen und eingepflanzt bleiben am Weinstock. Willst du das? Bete mit mir. Guter Gott, ich komme und ich entscheide mich heute, ich entschließe mich heute, Jesus nicht nur zu glauben, sondern nachzufolgen. Ich möchte, dass deine Prioritäten, Jesus, immer mehr zu meinen täglichen Prioritäten werden. Das heißt, das, was dir wichtig ist, ist mir wichtig. Das, was für dich zählt, zählt für mich. Und das, was in deinen Augen nicht wichtig ist, ist für mich nicht länger wichtig. Ich folge dir. In deinem Schatten lebe ich. Ich imitiere dich. Ich folge dir nach. Halleluja. Amen. Amen.